Am 9. September war ich auf dem Festival Literatura 2018 in Mantua. Zu Gast zu diesem Anlass war der Träger des Deutschen Buchpreises 2017, Herr Dr. Robert Menasse. Ich hatte die Gelegenheit, ihm ein paar Fragen zu stellen. So, vielen Dank, Herr Menasse, dass Sie mit dabei sind. Ich hätte ein paar Fragen für Sie. Also in Ihrer Rede am 21. März 2017 in Brüssel, so anlässlich der 60 Jahre römischer Verträge, haben Sie darauf hingewiesen, dass es in Europa keine Politik gibt. Also es sollte in Europa mehr Politik und die Leute sollten mehr hineinbezogen werden. Gibt es Luft nach oben? Können wir Europa wirklich ändern? Nee, ich habe gesagt, es gibt zu wenig Gemeinschaftspolitik. Und das ist die Folge der Tatsache, dass sich Kommission und Rat gegenseitig blockieren. Wir wissen von sehr vielen Beispielen, dass das Europäische Parlament, da gäbe es eine Mehrheit, zum Beispiel für sagen wir, eine gemeinsame europäische Migrationspolitik. Ja? Die Kommission entwickelt das Konzept, im Parlament gäbe es eine Mehrheit, aber es kommt nicht durch den Rat, der blockiert das. Oder zum Beispiel Finanztransaktionssteuer. Seit vielen, vielen Jahren ist das Konzept da, ja? Aber der Rat sagt nein. Das heißt, die europäische Entwicklung, die europäische Gemeinschaftspolitik wird immer blockiert durch die nationalen Staats- und Regierungschefs. Und ein erster Schritt wäre natürlich, dass man das Einstimmigkeitsprinzip aufhebt. Ja, aber nicht einmal dann bin ich mir sicher, ob viel weiter ginge, aber es wäre ein erster Schritt. Aber wir müssen auch in den europäischen Populationen das Bewusstsein dafür herstellen, dass alle großen Herausforderungen, alle großen Probleme, mit denen wir heute konfrontiert sind, nur durch europäische Gemeinschaftspolitik gelöst werden können. Kein Nationalstaat alleine kann die Finanzströme kontrollieren, die Wertschöpfungskette aufheben, die ökologischen grenzüberschreitenden Probleme auf der Welt schaffen, Asyl- und Migrationspolitik für sich alleine organisieren, Cyberkriminalität, internationaler Terrorismus. Es gibt überhaupt nichts mehr, was ein Nationalstaat alleine bewältigen kann. Ja? Und gleichzeitig versprechen die nationalen Regierungschefs immer ihren Wählern, ich kümmere mich darum. Ja? Ich verteidige unsere Nation. Ich werde schauen, dass uns nichts passiert. Ja? Und das ist eigentlich kriminell. Ja? Aber gleichzeitig Folge des Grundwiderspruchs der Europäischen Union. Wir haben ein europäisches Parlament, aber können es nur auf nationalen Listen wählen. Wir haben supranationale Institutionen, aber die Entscheidungen fallen im Europäischen Rat durch nationale Staats- und Regierungschefs. Wir haben immer diesen Widerspruch zwischen der nachnationalen Entwicklung, dem Transfer von Souveränitätsrechten an supranationale Institutionen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Renationalisierung durch die Verteidigung der nationalen Interessen der Mitgliedstaaten. Und langfristig wird es keine andere Lösung geben, wenn das Projekt überleben soll, als institutionell die Union neu zu organisieren. Dass man sagt, die Entscheidungen werden im Parlament getroffen und die Vorbereitung der Gesetze passiert in der Europäischen Kommission. Das ist eine supranationale Gemeinschaftsorganisation. Und der Rat muss entmachtet werden. Ja. Mir wäre am liebsten, man schafft ihn ab. Ja. Nur noch eine letzte Frage. Also im Manifest für die Begründung einer Europäischen Republik haben Sie sich für eine Europäische Republik ausgesprochen. Ja. Und auch Ulrike Dero hat ihr Buch Warum Europa eine Republik werden muss, eine politische Utopie geschrieben. Also
wie lässt sich die Europäische Republik wirklich umsetzen und wie soll sie aussehen? Na, wir müssen einmal die Republik ausrufen. Ja. Wir brauchen eine Republik. Die Republik als Idee ist die einzige Möglichkeit und auch die historisch bewährte Möglichkeit, den Gleichheitsgrundsatz zu verwirklichen. Wir sind heute in einer Situation, dass in der Europäischen Union, das auch eine Union der Werte ist, ja, eine Union der Verteidigung der Demokratie, der Freiheitsrechte und so weiter, wir den Gleichheitsgrundsatz aufgegeben haben. Europäische Bürgerinnen und Bürger sind nicht vor dem Gesetz gleich. Es macht einen riesen Unterschied, wo in der Europäischen Union ich zur Welt komme und aufwachse. Ja, ich habe verschieden guten Zugang zu Bildungsinstitutionen. Ich habe verschieden gute Sozialsysteme. Ich habe verschieden gute Altersvorsorge. Ich zahle verschieden hohe Steuern da oder dort. Aber alle sind Bürger. Aber der Begriff Bürger impliziert eigentlich die Gleichheit vor dem Recht. Das heißt, eine Republik müsste gemeinsame Rahmenbedingungen, einen gemeinsamen legistischen Rahmen bilden für alle europäischen Bürgerinnen und Bürger. Ja, One Man, One Vote zum Beispiel. Angleichung der verschiedenen Systeme. Und innerhalb dieser gemeinsamen Rahmenbedingungen kann dann jeder Mensch auf der Basis seiner Mentalität, seiner Kultur, seiner Sprache, seiner Interessen sein Glück suchen. Ja. Und ich kann nicht verstehen, was man dagegen haben kann. Vielen Dank, Herr Menasse, dass Sie sich meinen Fragen gestellt haben. Ja, sehr, sehr gern. Ja. Vielen Dank. Ja, gern. Wiedersehen. Wiedersehen.